Willkommen zu dem Tutorial Programmieren lernen mit C. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie eine Scanf-Funktion funktioniert. Wir haben Printf-Funktion kennengelernt. Bei diesen Funktionen kann man über den Standard Input und Output Daten lesen oder Daten zeigen lassen im Command Prompt. Anhand der Printf-Funktion haben wir gesehen, dass wir bestimmte Variablen auch ausdrucken können. Jetzt möchte ich einfach ein C-Projekt öffnen. New C-Projekt. Die nenne ich einfach Scanf. Scanf-Funktion kann anhand der Tastatur Daten von dem Benutzer zu einem beliebigen Variablen einscannen. Dazu möchte ich ein Beispiel machen. Ich definiere eine Integer-Zahl. Ich deklariere es. Und dann möchte ich jetzt dem Benutzer eine Info geben, printf durch die Printf-Funktion. Geben Sie bitte eine Zahl. Bisher ist nichts passiert, außer dass unser Standard-Output in der Konsole hier, wenn das Programm endet, geben Sie bitte eine Zahl schreibt. Also wenn ich das jetzt speichere und kompiliere, Programm ausführen lasse, geben Sie bitte eine Zahl. Jetzt kann ich diese Funktion hier einsetzen. Das ist auch eine Funktion von Standard Input-Output Bibliothek. Zwischen Doppelhochkomma gebe ich den Typ der Variable, den ich einlesen möchte, ein Dezimalwert, und dann gebe ich die Adresse von dem Variable. Und dann setze ich eine Semikolon dahinter. Ich habe hier eine Variable deklariert, eine Zahl. Diese Zahl-Variable besitzt in der Speicher eine Speicheradresse. Scanf-Funktion benötigt hier von diesem Variabletyp Integer die Adresse. Wenn ich eine Integerzahl oder irgendeine Variable definiert habe, kann ich die Adresse anhand dieser Unzeichen vor dem Variable-Definition einsetzen und dadurch erkennt meine Scanf-Funktion, wo er die Standardeingabe über die Tastatur, die Inhalt schreiben muss. An der Stelle, Scanf-Funktion macht Folgendes. Er horcht die Tastatureingabe, bis man den Enter drückt. Die eingetippten Wert wird zwischengespeichert und an dem Variable Zahl zugewiesen. Also die Wert wird das immer zwischengebuffert. Lasse ich jetzt mal einmal dieses Programm durchlaufen. Ich speichere es und ich kompiliere es ohne Fehler. Dann lasse ich mal durchlaufen. Jetzt sehe ich hier nichts mehr. Normalerweise ich erwarte hier, dass meine Konsole Folgendes schreibt. Geben Sie bitte eine Zahl. Passiert aber nicht, weil die Standard Input-Output in einem Stream geschrieben. Bis dieses Stream eine gewisse Größe erreicht, speichert er alles in einem Zwischendatei. Also der Stream ist sozusagen nicht weiter als ein Datenblock, in dem man die Daten buffert und auf einmal Ausgabe dem Standard-Output, also in der Konsole, ausdruckt. Ich kann aber momentan zum Beispiel hier Scanf eintippen. Innerhalb der Konsole hier kann ich hier drucken, dann gebe ich 12 und dann drücke ich den Taste Enter. Da kommt jetzt, geben Sie bitte eine Zahl. Was ist hier passiert? Im Eigentlichen sollte ja, also ein Programm läuft immer Zeile für Zeile. Das heißt, das musste erstmal in dem Standard-Output angezeigt werden. Und dann musste ich eine Zahl eingeben. Das hat aber nicht passiert. Das kann man so verweigern, indem man den Puffer Standard Output erstmal auf 0 setzt. Also das heißt, dass da erstmal gar keine Streaming stattfindet. Das heißt, wenn der Standardausgabe keinen Speicherplatz mehr hat, bevor er alles auf dem Bildschirm zeigt, dann druckt er auch jeder Wert, dann die in Standardausgabe geht, nicht in einer Puffer vorerst, sondern direkt auf dem Bildschirm. Dann setze ich diese Standard Input-Output Bibliothek gehörende setBuff-Funktion. Da sage ich, setze bitte Standard Output auf 0. Das heißt, setBuffer-Funktion kann die Streamwerte, also das sind natürlich ganz fortgeschrittene
Thema wieder, aber das muss ich hier einfach erläutern. Verstehe das einfach hier so, dass diese Funktion Standard Output, also was hier in der Konsole ausgedruckt wird, einfach auf 0 setzt für den Buffer. Also das heißt, für den Standard Output gibt es dann keine Puffer mehr, weil das wird dann nicht in einer separaten Datei auf der Platte oder auf der Speicher zwischengepuffert und dann alles ausgedruckt, sondern dadurch können wir alles direkt Zeile für Zeile auf dem Bildschirm ausdrucken. Jetzt lasse ich das drucken und nochmal kompilieren und ausführen, mein Programm. Jetzt sehe ich direkt, geben Sie bitte eine Zahl. Jetzt wartet meine Cursor an der Stelle hier, dass ich eine Angabe mache. Genau an der Stelle springt die Scanf-Funktion und wartet auf meine Angabe mit dem Enter-Taste. Jetzt gebe ich den Wert 1, 2, 3, 4 und dann drücke ich Enter. Dann sehe ich, dass die Scanf-Funktion den Zahl, also was ich hier eingetippt habe, 1, 2, 3, 4, dem Integer-Variable Inhalt zuweist und geht auf dem nächsten Zeile. Jetzt erweitere ich mein Programm noch mit einem Printf. Da schreibe ich einfach, die angegebene Zahl ist Prozentdezimal meine Variablezahl und mit Semikolon. Lasse ich das speichern, kompilieren und ausführen. Jetzt bin ich in dem Programm hier, printf, die geben seine Zahl, das hat er geschrieben. Jetzt kann er warten, dass ich eine Zahl hier eingebe und mit dem Enter das bestätige. Und jetzt kann er an der Stelle eine Enter vorsteht die Eingabe Standard Input. Und wenn er an der Stelle diese Enter-Taste spürt, dann stoppt die Eingabe und weist diesen Inhalt zu dem Variable Zahl. Dann springt er direkt unten meine Cursor an der Konsole. Normalerweise musste ich immer hier /n machen, aber da an der Stelle brauche ich das nicht. Die Scanf-Funktion sitzt das direkt in der nächsten Zeile und schreibt, die angegebene Zahl ist und lese ich hier von dem, was ich anhand der Tastatureingabe eingegebene Wert, lasse ich einfach ausdrucken. Das würde mir natürlich diese Funktion enorm helfen, wenn ich für bestimmte Operationen Benutzereingabe benötige. So viel dazu, also zu dem Thema Scanf. Ich wünsche dir viel Freude beim Codieren. Bis zum nächsten Mal.